Die Simple League-Reihe hilft euch durch kleinere Guide-Videos in das Spiel zu finden, Strategien zu entwickeln oder sogar euren Freunden etwas mehr über dieses Spiel beizubringen. Unser Ziel ist es nicht, euch in feste Rahmen zu zwängen, Challenger-Spieler-Guides zu ersetzen oder euch blanke Versprechen über den rasanten Anstieg eures Rankings zu machen. Wir bringen euch dem Spiel näher und versuchen damit das gemeinsame Spielen einfacher und amüsanter zu gestalten. Das letzte Mal haben wir uns mit Champions, ihren Rollen und Klassen beschäftigt. Solltet ihr das letzte Video verpasst haben oder das folgende Video interessanter finden, könnt ihr die Infokarte zum Zurück- oder Überspringen nutzen. Fühlt euch wie immer willkommen, auch euer Wissen in den Kommentaren zu teilen. Willkommen zu Simple League, heute mit dem Thema Objectives in der Kluft der Beschwörer. Objectives in League of Legends sind verschiedene Ziele in der Kluft der Beschwörer, die einer Person oder einem Team Vorteile gewähren, die es geschafft haben, diese Ziele zu erreichen oder zu kontrollieren. Unter die Objectives fallen lokale Objectives, wie zum Beispiel das Töten von Spielern oder das Erreichen eines höheren Creep Scores, auch Minion Score genannt, oder globale Objectives, wie zum Beispiel der Dragon oder der Baron. Der Unterschied zwischen lokalen und globalen Objectives liegt in den Vorteilen, die bei lokalen Objectives nur dem Spieler selbst gewährt werden und bei globalen Objectives dem gesamten Team des Spielers zugutekommen, sodass nicht nur der Spieler selbst, sondern auch das ganze Team anfangen kann zu snowballen. Kurz eingeschoben: Snowballen beschreibt das steigende Kampfpotenzial eines Champions durch gewährte Goldvorteile. Man stelle sich einen Schneeball vor, der einen Berg herunterrollt und mit jedem Meter, mit dem er rollt, umso größer wird, je mehr Schnee an ihm haften bleibt. Daher entscheidet man sich bei der Frage, ob man lieber einem Kill hinterherjagen möchte, mit der Wahrscheinlichkeit, diesen nicht einmal zu bekommen, oder lieber die Möglichkeit nutzen möchte, ein globales Objective zu nehmen, für das globale Objective. Verschaffen wir uns zunächst einmal einen Überblick über die globalen Objectives in der Kluft der Beschwörer. Dafür nehmen wir uns zunächst einmal den Jungle genauer unter die Lupe. Neutrale Monster spielen in League of Legends eine große Rolle. Nicht nur für den Jungler selbst, sondern auch für das ganze Team. Unter den neutralen Camps mit seinen Monstern befindet sich zum einen der Blue Sentinel, auch Blue Buff, und zum anderen der Red Brambleback, auch Red Buff genannt. Beim Erlegen des Blue Buffs erhält der Champion, der diesen erlegt hat, einen Crest of Insight Buff, der die Mana-Regeneration des Champions fördert und die Cooldowns des Champions um 10% reduziert. Für Midlaner ist dieser Buff in den frühen Stadien einer Runde sehr nützlich, um auf der eigenen Lane hohen Druck ausüben zu können und die Möglichkeit zu nutzen, sich frei in der Kluft der Beschwörer bewegen zu dürfen und anderen Lanes zu helfen. Beim Erlegen des Red Buffs erhält der Champion, der diesen erlegt hat, einen Crest of Cinders Buff, der die Lebensregeneration des Champions fördert und die Basic Attacks des Champions sowohl um einen Slowen-Effekt als auch um einen Brennschaden erweitert, sodass die Gegner geslowt werden und über 3 Sekunden hinweg zusätzlichen Schaden erleiden. Besonders für AD Carries ist dieser Buff in den späten Phasen einer Runde ziemlich nützlich, um dessen Effektivität zu steigern. Neben den beiden Buffs gibt es aber auch die Elementardrachen, den Baron Nashor und den Rift Herald. Erlegte Elementardrachen gewähren den Champions des Teams, die den Elementardrachen erlegt haben, einen Dragon Slayer Buff, welcher sich je nach Elementardrachentyp anders auf die Champions auswirkt. Pro Element kann der Dragon Slayer Buff bis zu 3-mal gestackt werden. Es kann zeitgleich nur ein Elementardrache auf der Map existieren und es spawnen nicht mehr als 3 Typen eines Elementardrachens pro Match. Folgende Elementardrachen sind zurzeit in der Kluft der Beschwörer vertreten: der Infernal Drake, welcher erhöhte Attack Damage und Ability Power Werte gewährt, der Mountain Drake, welcher den Schaden gegenüber epischen Monstern und Türmen erhöht, der Cloud Drake, der die Bewegungsgeschwindigkeit von Champions erhöht, der Ocean Drake, der fehlendes Leben oder Mana jede 5 Sekunden prozentual regeneriert, sollte man in den letzten 8 Sekunden von keinem gegnerischen Champion angegriffen worden sein, und der Elder Drake, der nach Minute 35 spawnt und die Basic Attacks für einen bestimmten Zeitraum um einen Brennschaden erweitert, sodass Gegner zusätzlichen Schaden über 3 Sekunden erleiden und vorherige Buffs anderer Elementardrachen verstärkt. Der Rift Herald droppt beim Erlegen das Auge des Heralds, welches von einem Champion des Teams, das den Rift Herald erlegt hat, eingesammelt werden kann. Mit diesem Auge kann man den Rift Herald auf einer Lane beschwören und mit ihm wichtige globale Objectives, wie die Turrets, auf den Lanes zerstören. Darüber hinaus gewährt das Auge dem Träger eine um die Hälfte verkürzte Backport Cast Time sowie eine Sofortregeneration von 50% des Lebens und Manas und einem 50%igen zusätzlichen Movement Speed über 8 Sekunden bei einem erfolgreichen Backport. Der Baron Nashor gewährt den Champions des Teams, die den Baron zu Fall bringen, den Hand of Baron Buff, der die Attack Damage und Ability Power Werte erhöht, die Backport Cast Time um die Hälfte verkürzt, bei einem erfolgreichen Backport 50% des Lebens und Mana sofort regeneriert, sowie 50% zusätzlichen Movement Speed über 8 Sekunden gewährt und eine Aura gewährt, die verbündete Minions verstärkt. Zu den globalen Objectives gehören aber auch die Türme in der Kluft der Beschwörer. Jeder Turm und die Inhibitoren, sei es der Outer Turret, der Inner Turret, der Inhibitor Turret oder der Nexus Turret, gewähren dem gesamten Team eine gewisse Anzahl an Teamgold. Darüber hinaus müssen Inhibitoren zerstört werden, damit der Nexus und die Nexus Turrets verwundbar sind. Ist ein Inhibitor zerstört, spawnen auf dieser Lane Super Minions. Sind alle Inhibitoren zerstört, spawnen auf jeder Lane 2 Super Minions statt nur einem pro Lane.
Ein Tipp für übende Jungler am Rande: Sollte ein Gank auf einer Lane funktioniert haben, verlasst die Lane nicht einfach, sondern helft eurem Teammate die Lane zu pushen und die Minions unter den gegnerischen Turret zu bringen, sodass der Gegner in frühen Phasen eines Spiels an Erfahrung und Gold verliert. In späteren Phasen einer Runde kann sogar gemeinsam der Turret zerstört werden. Wichtige Türme in den frühen Phasen einer Runde sind der Midlane Outer Turret, der sehr viel Map-Kontrolle bietet, und der Botlane Outer Turret, der darüber entscheiden könnte, wer den nächsten Elementardrachen erlegen könnte, sollte einer der beiden Seiten diesen Turret verlieren und am Inner Turret der Botlane mit einer Minion-Welle beschäftigt sein. Ein häufig gemachter Fehler ist, wenn Botlaner, die am Dominieren sind, statt nach globalen Objectives zu greifen, konstant auf der Botlane pushen und sich meistens gefährlichen Situationen ausliefern, sofern der gegnerische Midlaner oder der Jungler freie Laufbahn haben. Normalerweise kann man nicht beide Objectives auf einen Schlag bekommen, daher empfiehlt es sich, den Baron Nashor aus folgenden Gründen auszuwählen. Hand of Baron ist ein optimaler Buff zum Belagern und mit den Vorteilen, die der Buff gewährt, wird es problemlos möglich sein, den Inhibitor auch später einzureißen. Der Baron gibt deutlich mehr Vorteile als ein Inhibitor. Wiederum sind 2 Inhibitoren attraktiver als ein Baron Nashor. Sollte euer Team stark verwundet sein und ihr rusht für den Inhibitor, kann es sein, dass ihr in eine unglimpfliche Situation geraten könnt. Solltet ihr nach einem Inhibitor in die Basis zurückkehren, kann es sein, dass die Gegner die Chance ergreifen und den Baron Nashor sofort nach ihrem Respawn erlegen. Natürlich solltet ihr den Elementardrachen wählen. Der Turret wird nicht innerhalb der nächsten Sekunden verschwinden, während der Elementardrache ein neutrales Monster ist, das einen eigenen Respawn-Timer besitzt und einen Stack vom Dragon Slayer Buff gewährt. Wir haben uns nun die wichtigsten Objectives in der Kluft der Beschwörer angesehen und können uns somit mit unseren Zielen fest vor unseren Augen mit den Runen und Items unserer Champions beschäftigen. Solltet ihr noch Fragen haben oder auch euer Wissen mit allen teilen wollen, fühlt euch frei, euch in den Kommentaren auszutoben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch in den nächsten Parts des Simple League Reihe anzutreffen. Bye bye!